Willkommen wieder bei einem neuen Video. Heute mal wieder mit einem Video über den verbrannten MX-5. Und nachdem ich jetzt den Kofferraum und erstmal die Seite alles sauber habe, werde ich jetzt dabei gehen und einmal den Schweller ein bisschen inspizieren und dann auch nochmal reparieren. Denn der Schweller ist so ein bisschen von Rost befallen und hat so ein kleines Rostproblem. Wie man hier vorne sieht, ist der hier unten relativ gut durchgerostet oder relativ stark gerostet. Ich werde jetzt als erstes hingehen und einmal hier so ein bisschen rausschneiden, um dann einfach mal zu gucken, wie rostig das hier hinten drin ist. Weil wenn man hier schon sieht, ist das da in dem Loch, in dem Schweller. Das ist auch schon so ein bisschen am Rosten und da liegt auch echt viel Zeug drin. Gucken, wenn das Ganze von innen hier schlecht aussieht, dann muss ich mal gucken, wie ich das sauber mache oder wie ich das dann allgemein mache. Auf jeden Fall werde ich jetzt als erstes hingehen und dann einmal hier vorne das rausschneiden, einmal gucken, wie es da drin aussieht, wie es allgemein hier aussieht. Das werde ich jetzt erstmal machen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, der hintere Teil vom Schweller ist jetzt abgetrennt, komplett bis hier unten hin, da wo dieses Schwellerblech mit dem Blech vom Auto an sich verbindet. Das ist jetzt alles abgetrennt und ich habe auch schon einen kleinen Blick hier reingeworfen, genauso wie hier und hier. Und das sieht an sich gar nicht so schlimm aus. Hier sieht man, ist das alles sehr staubig und ja, höchstwahrscheinlich auch vom Flexen und sowas ist das alles ein bisschen staubig. Auch noch an sich ein bisschen rostig, so ein bisschen Flugrost ist da überall drauf. Genau das gleiche ist hier auch und hier drin ist das alles ja ein bisschen rostiger, weil das höchstwahrscheinlich von oben irgendwie reingelaufen ist oder so. Und wenn man dann hier unten reinguckt, dann sieht man, dass es da auch ganz gut rostig ist. Im Prinzip das hier unten, also das da unten ist im Prinzip dieses Blech hier. Das ist jetzt soweit der Stand. Ich werde jetzt hingehen und das hier einmal sauber machen. Genauso wie hier in dem Loch versuchen, so viel von Rost zu befreien und allgemein sauber zu machen wie möglich. Danach werde ich hingehen und hier drin ist ja überall noch so ein bisschen Rost, genauso wie hier unten ist ein bisschen Rost und hier in dem ganzen Auto ist noch so ein bisschen Rost. Da werde ich hingehen und das ganze Rost nochmal versiegeln, wie ich hinten schon gemacht habe, nur jetzt benutze ich was anderes. Ich benutze jetzt das hier, das ist Overtrolöl, soll an sich ein sehr, sehr gutes Öl sein, was auch an sich hier überall reinkriecht. Das werde ich erst benutzen, werde das hier schön reinpinseln, genauso wie hier reinpinseln und überall, wo ich an sich Rost habe. Ich habe ja auch im letzten Video gesagt, hier muss ich das noch einmal komplett alles rausmachen, beziehungsweise alles nochmal neu aufschleifen. Und hier werde ich dann anstatt das Bunox auch nochmal das Overtrolöl benutzen. Nachdem ich das gemacht habe, nachdem der ganze Rost versiegelt ist und vorbereitet ist und so, werde ich hingehen und mit diesen beiden Sachen das Ganze endgültig versiegeln und dicht machen. Ich werde jetzt hingehen, einmal alles sauber machen, alles mit dem und dem Zeug einpinseln, so dass es alles versiegelt ist. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn das alles fertig ist. So, wie ihr jetzt gerade gesehen habt,
der Kofferraum ist jetzt komplett lackiert und komplett vor Rost geschützt. Das hier muss jetzt erstmal die nächsten Tage, Wochen, ich habe keine Ahnung, wie lange das trocknet, muss jetzt erstmal trocknen. Ich glaube, ich habe das jetzt vor 3-4 Tagen gemacht und ich kann da immer noch, wenn ich mit dem Finger drauf drücke, sieht man das immer noch ganz gut. Deswegen, das muss jetzt erstmal die nächsten Tage, Wochen, muss es jetzt erstmal trocknen. Der Kofferraum ist jetzt komplett fertig lackiert. Ich habe jetzt hier im Rathaus noch nichts lackiert oder gepinselt, denn ich werde jetzt erstmal den Schweller fertig machen. Denn wenn ich jetzt den Schweller einschweiße und ich das Ganze hier schon lackiert habe, dann kann es ganz gut passieren, dass, wenn ich das hier hinter alles voll gepinselt habe und der Korrosionsschutz drauf ist und ich dann anfange hier zu punkten, dann wird das Ganze hier hinten höchstwahrscheinlich schmilzen und dann wäre im Prinzip die ganze Arbeit bzw. der ganze Schutz hier hinter ja, relativ hinfällig, genauso wie hier unten, das wäre dann auch hinfällig. Deswegen, ich werde jetzt erstmal hingehen, den Schweller reparieren. So, der Seitenschweller ist jetzt wieder repariert. Ich glaube, hier vorne kann man es so ein bisschen sehen. Ich muss hier so ein ganz bisschen fuschen, weil ich das Teil nicht ganz gerade eingesetzt habe, sag ich jetzt mal. Deswegen muss ich hier nochmal hingehen, das ganze Teil auseinanderschneiden und dann das Ganze nochmal hochsetzen, weil hier hinten habe ich das ganz weit unten, also ist das Teil hing so. Ich muss das hier mal auseinanderschneiden, das hier hinten hochdrücken bzw. vernünftig ansetzen und dann habe ich das hier nochmal verschweißt. Aber an sich ist jetzt alles vernünftig verschweißt und hält auch alles. Hier hinten habe ich es natürlich auch verschweißt, einmal gepunktet oder ein paar Mal gepunktet und hier unten drunter habe ich es auch ein paar Mal gepunktet. Hier würde ich jetzt hingehen, einfach mal ein bisschen Lack drauf schmeißen, damit mir das jetzt nicht einfach so wegrostet, weil bis ich hier den Kotflügel einsetze, da wird noch sehr viel Zeit vergehen und ja, bevor das hier anfängt zu rosten, werde ich da nachher irgendwann nochmal eben keine Ahnung, irgendeinen Lack drüber schmeißen, damit es halt nicht anfängt zu rosten. Ja. Der Kofferraum, genauso wie der Schweller, ist jetzt unten fertig. Jetzt geht es eigentlich auf der Seite nur noch bei, dass ich einmal hier hinten, also hier, das hier alles noch mal ein bisschen nachgucke, inwiefern ich das noch alles benutzen kann, beziehungsweise muss ich das Ganze noch sauber machen, weil ich werde es einfach so benutzen, überall ist eine Flugrost drauf. Das muss ich auf jeden Fall noch machen und dann werde ich hingehen und kann eigentlich schon den Kotflügel draufschmeißen, weil so viel Arbeit ist das jetzt nicht mehr, um die Seite wieder vernünftig hinzukriegen. Aber bevor ich die Seite fertig mache, muss ich erstmal die andere Seite fertig machen, weil da habe ich auch unfassbar viel Rost unten am Schweller. Aber das werde ich im nächsten Video machen. Heute habe ich, wie gesagt, nur den Kofferraum genauso wie einen anderen Schweller gemacht und die andere Seite, die, ja, wo ich höchstwahrscheinlich auch den halben Kotflügel aufschneiden muss. Das werde ich im nächsten Video machen. Da werde ich auch wieder ein bisschen schweißen, ein bisschen flexen und so weiter und so fort. Aber das war es erstmal mit dem Video. Ich will hoffen, es hat euch gefallen. Und ja, dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.